Hier ist Radio Wechselwirken. Es ist Freitag, 12 Uhr und wir senden live im freien Radio Wüstewelle. Mein Name ist Sebastian Ohneseit, ich bin verantwortlicher Redakteur dieser Sendung und neben mir sitzt Christopher. Genau, hallo auch von mir an alle unsere Hörer. Wir haben in unserer ersten halben Stunde hier heute Gäste im Studio vom Institut für interkulturelle Kompetenz e.V. Vielleicht wollt ihr euch einfach mal kurz nach der Reihe vorstellen. Also ich heiße Rita Salzmann, ich bin die Gründerin dieses Instituts, eigentlich des Vereins. Ich bin Englischlehrerin vom Beruf und jetzt bin ich sehr aktiv im EU-Projektmanagement. Guten Tag, und ich heiße Gabriele Leibrand. Ich bin Diplompsychologin und in Kontakt mit dem Institut für interkulturelle Kompetenzen, weil mich Interkulturelles sehr interessiert, und bin dann eingebunden in die Organisation, Planung und auch Mitwirkung bei europäischen Projekten. Frau Salzmann, Frau Leibrand, herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Frau Salzmann, Sie als Gründerin des Vereins, wo ist denn die Grundlage, wo ist denn die Basis des Vereins? Wo kam die Idee hier, wie ist das Ganze entstanden? 2008 hat eine kleine Gruppe von Migranten entschieden, etwas also in der Richtung Migranten für Migranten zu machen. Wir haben ein Team gegründet, da waren also 7 Personen, die Gründermitglieder dieses Vereins geworden sind. Sehr interessante Persönlichkeiten, zum Beispiel ein katholischer Pfarrer, Herr Kempka aus Ehningen, Pflegedienstberater, Herr Janse aus Reutlingen, also eine Juristin, Sozialwissenschaftlerin, Sozialpädagogin, eine Psychologin. Da waren 7, die sich also für diese ehrenamtliche Arbeit entschieden haben. Und dann langsam kam die Idee, im EU-Projektmanagement etwas zu machen, haben das erste Projekt finanziert bekommen. Das war in 2009. Das erste Projekt hieß Frauen 50 plus in Europa und ist Frau Leibrand dazu gekommen und mehrere andere interessante Persönlichkeiten. Okay, das war also die Basis des Ganzen. Jetzt unter dem Namen Institut für interkulturelle Kompetenz. Was muss ich mir da vorstellen? Welche Arbeit wird da gemacht? Welche Inhalte sind da der Kern des Ganzen? Also wir machen interkulturelle, internationale Projekte. Das sind nicht nur EU-Projekte, die wir momentan durchführen, sondern verschiedene Veranstaltungen, zum Beispiel internationaler Familientag in Reutlingen, Mediationskurse, Seminare. Wir haben vor, auch Ausbildungen anzubieten. Das Ganze steht auf unserer iik-online.eu. Ja, jeder kann sich also informieren lassen. Jetzt wollen wir über ein Projekt genauer sprechen, und zwar ist das EU-Projekt Caridis, Jobs in Risk of Disappearance in Europe. Da hat jetzt Ihr Verein einiges zu gemacht. Vielleicht können Sie einfach mal dazu erzählen, wie es dazu kam und was dahinter steckt. Ja, gerne. Eigentlich ist es unser drittes Projekt. Also das erste war Frauen 50 plus und das zweite war ein kleines Seminar, eine Woche lang, das wir im letzten Jahr abgeschlossen haben. Und das ist unser drittes Projekt, heißt Jobs in Risk of Disappearance in Europe. Es ist in Englisch. Die ersten 2 waren in Deutsch. Dieses dritte Projekt eigentlich heißt in Deutsch Berufe, die gedroht sind, also von Aussterben. Das Ziel ist, die Leute zu finden, sie interviewen zu lassen, deren Berufe gefährdet sind. Ich denke, dass Frau Leibrand, die aktiv in diesem Projekt beteiligt war, mehr erzählen könnte. Frau Leibrand, welche Berufe sind denn vom Aussterben bedroht? Das ist ja eine ganz essentielle Frage, und zwar geht es darum, ob sie nur handwerklich bedroht sind oder industriell oder überhaupt. Und wir hatten festgestellt, dass sehr viele Berufe, die eben mit reinem Handwerk zu tun haben, dass es die nicht mehr geben wird. Und industrielle Fertigungen zwar ja, aber das andere nicht. Und dann haben wir uns eben auf den Weg gemacht, Frau Salzmann und ich zusammen, und haben überlegt, was würde denn bei uns in der Region oder auch in Deutschland zutreffen. Und so sind wir dann auf verschiedene Berufe gekommen, wie Weber, Gerber, also alles Berufe, die hier auch in Reutlingen im Textilbereich sind. Dann noch zusätzlich gibt es auch Shorthand-Writer, also die alle die Stenografie schreiben, oder auch im Schneiderbereich, im Designbereich, alles, was direkt auch mit der Hände Arbeit getan werden kann. Das ist ein großer Punkt, und da haben wir Buchbinder, da haben wir sehr interessante Personen getroffen, die über ihren Beruf berichtet haben. Wir konnten das auch im Detail feststellen, wie es noch praktisch gemacht wird. Und eben, wie dann die industrielle Fertigung aussieht. Aber das Handwerk ist absolut spannend
die Geschichte dazu sehr interessant zu hören. Ging es jetzt mehr darum, diese Berufe zu dokumentieren, oder ging es darum, eine Basis zu schaffen, um auch für den Erhalt der Berufe zu kämpfen oder irgendwelche Aktionen in dieser Richtung zu machen? Also was ist jetzt wirklich der Grund dafür, diese Berufe jetzt mal anzuschauen? Gut, die Berufe, die ich genannt hatte, die hat jetzt das IHK ausgesucht. Spanien, Italien, Griechenland, Polen haben sich andere Berufe ausgesucht, die da eben von Bedeutung waren und sind. Und es geht einerseits schon darum, eine Dokumentation, daran ist die EU interessiert, so dass man dann auch berichten kann, was hat es gegeben, also auch die Geschichte. Und aber unser Ansatz ist dann eigentlich schon, kann man das auch wieder aufleben lassen? Diese Berufe gibt es vielleicht auch in den Bereich von Migrantinnen und Migranten, die das schon auch gemacht haben. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wie können wir das dann auch praktisch, man sagt, auch wiederbeleben, vielleicht aber auf dem Stand von heute? Frau Leibbrandt, wie sieht die Arbeit denn nun konkret aus? Also was passiert da? Gibt es da ein Seminar, einen Workshop? Wie genau sieht das aus? Bei diesem Caridis-Projekt jetzt speziell hat es ja verschiedene Partner europäisch gesehen. Das heißt, Spanien ist Koordinator, Italien sind 2, es ist Polen, es ist Griechenland, es ist Österreich und Deutschland. Und an 2 Tagungen, beziehungsweise an 3 war ich selbst mit beteiligt. Zum Beispiel in Tübingen ging es auch darum, natürlich Inhalte zu vermitteln. Das heißt auch zum Beispiel, wie stelle ich Videos her, wie stelle ich Interviews her, und nicht nur das zu machen, sondern dann eben auch ins Netz zu stellen. Also ist es eine, wie tue ich das direkt und wie setze ich das dann auch technisch um? Das sind ganz schön hohe Anforderungen. In Tübingen war dann auch nochmal speziell der Besuch beim Buchbinder, so dass man sehen konnte, was direkt dann vor Ort eben das Handwerk in diesem Falle ausmacht. Wie wir jetzt dann in Warschau waren, das ist die letzte Veranstaltung gewesen dieser Reihe, bevor das Projekt ganz abgeschlossen wird, da hatten wir dann auch ein Seminar, einen Workshop, wo man nochmal die ganzen Ziele festlegt, was will man erreichen, und es soll hergestellt werden ein Manual, ein Handbuch, dann diese ganzen Kataloge, also Catalog of Trades, wo man alle Berufe aufnimmt und einen Katalog erstellt, und das soll dann auch noch auf einer Homepage dargestellt werden. Ganz wichtig auch, und das ist dann auch mein Part, was in Learning Experiences ist, also was lerne ich, was nehme ich davon mit. Und das war an sich sehr gut dahingehend, dass ich sage, das eine ist, die Inhalte dieser Workshops mit aufzunehmen und umzusetzen. Und das andere ist natürlich dann die interkulturellen Kompetenzen einzusetzen. Und dadurch, dass ich dann auch Italienisch spreche, konnte ich sehr gut mit den italienischen Partnern sprechen, abgesehen vom Englischen. Genau, super, Frau Leibbrandt, vielen Dank. Ich habe eine kleine Nachfrage noch. Ja. Das war super erklärt, was da rauskommt, wie das Ganze stattfindet. Können Sie mir ein Beispiel sagen, was Sie jetzt daraus gelernt haben oder was wir aus gesellschaftlicher Sicht daraus lernen können? Ein einziges Beispiel jetzt aus den bestimmt sehr, sehr vielen Sachen, die man daraus lernen kann, aber jetzt so eine konkrete Sache vielleicht. Ja, ich fand es sehr beeindruckend, wie ganz verschiedene Nationen sich in einer völlig anderen Sprache über das, was sie tun wollen und müssen, vereinbaren, sodass die ganze Sache auch nicht nur Quantität hat, sondern auch Qualität. Das fand ich das eine. Und diese Sprachenvielfalt eben auch dazu dient, die verschiedenen Aspekte auch der einzelnen Personen. Also es gibt individuelle Eigenschaften der Personen und dann aber darüber hinaus auch wirklich national. Und ich fand es sehr beeindruckend, wie zum Beispiel der spanische Koordinator am Anfang einfach hatte man den Eindruck, er ist laissez-faire, und wie er dann aber zulegt und Tempo macht jetzt bis zum Schluss. Und das fand ich dann auch so, dass man das auch abwarten muss, wie ein Arbeitsprozess ist. Wie man praktisch in einem Prozess sich befindet und damit weitergeht. Das waren für mich ganz wesentliche Punkte, abgesehen jetzt von den Kenntnissen über die einzelnen Berufe. Super, vielen Dank für diesen Nachschlag nochmal. Das war doch jetzt nochmal was Konkretes. Frau Salzmann, so ein EU-Projekt allgemein, wie läuft es jetzt ab? Sie haben da jetzt Erfahrung aus mehreren gesammelt. Wie ist da der generelle Ablauf? Also eigentlich muss man eine Application, einen Antrag stellen bei EU in Bonn. Es gibt eine Seite von der nationalen Agentur und dann wartet man ab, bis man Entscheidung trifft.
Und dann kriegt man diese Application finanziert mit den Partnern. Jeder Partner kriegt also bestimmte Summe für Reisen zu den Partner Grundwegprojekte von EU. Es gibt verschiedene Spalten für Universitäten, für Erwachsenenbildung. Wir sind in dieser Spalte für Erwachsenenbildung Grundweg. Und das heißt also, die Projekte dauern 2 Jahre. Innerhalb von diesen 2 Jahren braucht man also zum Partner 6, 7 Mal zu fahren. Im Rahmen von diesen Seminaren, die also stattfinden, haben wir theoretischen Teil und auch Kulturprogramm. Das ist ziemlich interessant, wie Frau Leibrand auch eben gesagt hat. Also wir finden interessante Persönlichkeiten. Das macht überhaupt Spaß, also eine andere Kultur kennenzulernen. Also ich wollte auch ein bisschen über EU-Projektmanagement erzählen. Dazu hat IEK vor 2 Jahren im Rahmen von interkulturellen Woche in Reutlingen eine Tagung organisiert, steht auch auf unserer Seite. Bitte kommen Sie und besuchen uns, dann sind Sie immer informiert, was wir machen, was wir vorhaben und vielleicht können Sie auch mitmachen, wenn Sie Lust haben, in einem EU-Projekt sich zu beteiligen. Super. Dieses EU-Projektmanagement, was genau beinhaltet das alles? Also wir haben jetzt gesagt, die Finanzen, die Planung, die Organisation, das ist so der eine große Part. Wie sieht das mit der inhaltlichen Arbeit aus? Wird das hinterher von irgendjemandem geprüft? Wird das bewertet? Wie ist da der Prozess? Also normalerweise wird ein Team organisiert, also es besteht aus Staff und Lernenden. Das heißt, also die Personen, die für die Inhalte und Realisation des Projektes zuständig sind und Lernende sind, die also im Rahmen von diesen Seminaren aktiv sind und langsam vom Lernenden zu Staff wechseln. Frau Leibrand, Sie sind gerade durch den Prozess gegangen. Wie haben Sie den empfunden? Es ist ganz spannend und dadurch, dass ich aber in anderen Bereichen auch schon Vorträge gehalten hatte oder auch in einer gewissen Öffentlichkeit bin und auch international etwas Erfahrung habe, war es sehr spannend zu hören erstmal, welche Sprache gesprochen wird und wenn jemand nicht mehr Englisch kann, dann hilft der eine mit Spanisch oder Italienisch aus oder Deutsch oder Polnisch, es ist egal. Und ich habe dann erstmal das Ganze auf mich wirken lassen, die Kontakte zu den Anwesenden hergestellt und das war das Erste, ich habe mich eigentlich erstmal vorgestellt, weil das war die Frage an mich. Was machst du da eigentlich? Wieso bist du dabei? Wie hast du davon Kenntnis bekommen? Und dann habe ich gesagt, ich interessiere mich sowieso für Berufe. Ich bin in Reutlingen Familienforum in einer Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Familie. Ich habe auch viel mit jungen Menschen zu tun, die neue Berufe suchen und insofern ist das eigentlich auch so mein heimliches Steckenpferd. Und dann bin ich dahingehend dann auch gewachsen. Ich musste dann auch einen Bericht schreiben über diese Learning Experiences, das formulieren. Und dann mit Frau Salzmann bin ich dann weitergegangen, oder sie mit mir, wo ich dann ein Interview gemacht habe, so und das dann mit eingebracht habe, direkt zu handeln. Und das sind ja dann auch diese Fortschritte, die man macht. Ich nehme teil, ich melde mich zu Wort, ich bringe meine eigenen Kenntnisse und Erfahrungen ein. Interviews, Fragebögen, Planungen lernt man dann auch, ich sag mal, Learning by Doing. Auch im Bereich Gender oder Diversity in dem Falle. Und insofern war das eine gute Sache und auch im Bereich Sport. Ich komme aus dem Tennisbereich und konnte dann dazu dann auch schon einige Übertragungen machen und das war dann auch ganz spannend. Bisher haben wir nur über die schönen Seiten des Ganzen gesprochen. Jetzt wollen wir doch mal auch noch nach den Problemen fragen. Wo hat's gehangen? Was ist problematisch? Was sind die Dinge, die nicht so funktioniert haben? Ja, war festzustellen, dass Englisch ein ganz wesentlicher Faktor ist. Und wenn man sich nicht nur kognitiv, sondern auch emotional in einer anderen Sprache ausdrückt, es gibt teilweise ganz andere Worte oder eben auch nicht. Und meine Beobachtung war, dass ich in Englisch manches sagen konnte, was ich im Deutschen nicht sagen kann und auch auf Italienisch. Es hat ja auch dann unter den Partnern mal zu, ich sag mal, einer Misskommunikation geführt, die dann geklärt wurde. Und ich hatte bei der Präsentation in Warschau die Möglichkeit, etwas zu sagen. Und zwar, ich erwähnte das Thema des Flow oder Flow-Effektes von Csikszentmihalyi. Wenn man im Flow ist, dann kommt man zu guten Entscheidungen, hat ein hohes Verständnis und auch Vertrauen in die anderen Personen. Nach meiner Präsentation kam der spanische Koordinator Sergio zu mir und sagte, wo ist das in deinem Papier, Flow?
Und dann habe ich gesagt, das steht da. Das, was ich gesagt hatte, ist etwas anderes. Und das bedeutet, wenn es Konflikte gibt, dann sollte man da offen sein, einen Diskurs führen, das auch ansprechen. Und wenn man dann zu der Einigung kommt und das Vertrauen wiedergefunden hat, dann kommt es auch zu diesem Flow. Und ich hatte dann zu ihm gesagt, ich hatte diesen Flow schon auch mit ihm beim Spazierengehen, mit anderen in der Gruppe. Und wir hatten festgestellt, wir hatten ein hohes Vertrauen, hohe Kommunikationen, auch manchmal ohne Worte. Gefällt mir sehr gut, auch die Beschreibung und Definition hier des Flow. Das ist genau das, was wir auch bei uns im Wechselwirken immer wieder anstreben, genau diesen Flow, diese Kommunikation und so weiter hinzubekommen. Wie sieht die Zukunft aus? Was kommt als nächstes? Was macht der Verein als nächstes? Was sind die spannenden Sachen aus der Zukunft? Haben inzwischen viele Freunde gefunden im Ausland. Es sind nicht nur persönliche Freundschaften entstanden. Wir können also weitere Projekte zusammen organisieren. Zum Beispiel in meinem Netzwerk sind Sportvereine in Österreich, Sprachschule in Polen, 2 Gymnasien in Italien und Universität in Spanien. Super, hört sich sehr gut an. Das heißt, Sie führen auch so ein bisschen die EU zusammen, was ja oft sehr abstrakt ist, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern, die für gerade kleinere oder normale Leute ja kaum existiert. Das heißt, in Ihrem Projekt wird das für die näher, kann man so sagen. Ja, genau. Gut. Mein Wunsch ist folgender, natürlich das Thema der Berufe weiterzuführen, da bekannt zu machen, weil ja viele junge Menschen heutzutage gar nicht wissen, was sie machen sollen. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe, die ich mir so auf die Fahnen geschrieben habe. Und das andere ganz speziell, vielleicht dann doch auch Education and Sport, also die Ausbildung, Erziehung und dann mit Sport zusammenzubringen und mit Tennis. Und ich sage einfach Integration und Kommunikation mit Tennis in diesem Falle und würde das gerne auch auf europäischer Ebene weiter mit begleiten, betreuen, planen. Das hört sich nach sehr spannenden Zukunftsprojekten an. Und dass Sie richtig im Flow sind, hört man auch. Sehr gut.